Interessieren Sie sich für Lenksysteme in der Landwirtschaft? Dann schauen Sie dieses Video. Ja, hallo liebe Landtechnik-Freunde. Mein Name ist Roman vom Tektron Farming Machinery Channel und ich erkläre euch heute etwas über automatische Lenksysteme in der Landwirtschaft. Ich habe mich in den letzten 2 bis 3 Jahren bei meinem Arbeitgeber ein bisschen schlau gemacht und habe das eine oder andere System installiert und möchte euch jetzt ein bisschen was erzählen, was es zu beachten gibt, was es überhaupt alles gibt auf dem Markt und warum man in ein GPS investieren soll. Wir unterscheiden eigentlich zwischen 3 verschiedenen Arten von GPS-Systemen in der Landwirtschaft. Wir haben einerseits als erstes Parallelfahrhilfen, dann haben wir Lenkassistenzsysteme und vollautomatische Lenkungen. Eine Parallelfahrhilfe ist eigentlich ein Display und eine Antenne, die wir auf den Traktor hängen und dann, wenn wir eine AB-Gerade generiert haben, können wir dieser nachfahren und auf dem Display wird uns angezeigt, wo wir stehen, müssen wir mehr links oder mehr rechts. Das gilt als Orientierung. Das ist eine ganz gute Sache, vor allem wenn man mit dem Düngerstreuer unterwegs ist oder mit einer Feldspritze. Da kann man eigentlich zum Preis von einer Schaummarkierung parallel fahren. Natürlich kann man dann auch das Ganze erweitern mit einer Isobus-Steuerung, die Mengen und Sektoren schaltet. Das ist eine ganz tolle Sache. Weiter gibt es Lenkassistenten. Das ist eigentlich ein Display und eine Antenne und dann haben wir dazu ein Reibradmotor beispielsweise oder ein Zahnkranz am Steuerrad mit einem Motor, der uns, wenn wir auf der Spur sind, geradeaus fährt. Der macht dann Lenkbewegungen und haltet uns auf der Spur. Diese Systeme sind eigentlich relativ einfach aufgebaut, können geradeaus fahren, wenn wir auf der Spur sind und können für einfache Anwendungen sehr nützlich sein. Der Unterschied zwischen den vollautomatisierten Lenkungen ist eigentlich, dass wir wirklich auf der Spur sein müssen und dass einfach die Performance dieser Lenkbewegungen nicht ganz so gut ist wie bei einem vollautomatischen System. Bei den vollautomatischen Systemen gibt es eigentlich hauptsächlich das hydraulische Lenkventil. Das haben wir im Traktor eingebaut, haben da noch einige weitere Komponenten, die da dazukommen und dieses Ventil greift dann in die hydraulische Lenkung des Traktors ein und steuert diesen Traktor selbstständig. Auch weg von der Linie, der kann automatisch wenden und da sind ziemlich viele Sachen möglich, da ist eigentlich der Technik sind da keine Grenzen gesetzt. So ein Ventil braucht, wie gesagt, ein paar weitere Komponenten. Das braucht einen Navigationscontroller, das braucht auch ein Potentiometer an der Vorderachse, der die Spur kontrolliert und einige weitere kleine Komponenten. Da will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Als zweite Möglichkeit für eine vollautomatische Lenkung ist ein Lenkradmotor. Das gibt es auch von mehreren Herstellern. Ich kenne eigentlich vor allem den Autopilot Motordrive von Trimpel. Das ist eine ganz tolle Sache. Das ist ein kleiner Motor. Da gibt es unten bei mir auch noch mehr Videos zu diesem Thema. Den setzt man aufs Lenkrad und der macht dann die Lenkbewegungen übers Lenkrad. Mit diesem Autopilot Motordrive können wir auch weg von der Spur auf die Spur fahren. Der merkt auch sehr schnell, wenn wir zurücksetzen und korrigiert dann in der Rückwärtsfahrt auch auf die Spur und ist wirklich in der Performance auch sehr gut verarbeitet. Der Nachteil vom Autopilot Motordrive im Gegensatz zu einem hydraulischen Ventil besteht eigentlich darin, hauptsächlich, dass das Steuerrad sich weiterdreht in der Kabine. Das ist aber von mir aus gesehen nicht so wirklich schlimm. Wir können dann in das Steuerrad eingreifen und dann schaltet das System ab und wir sind wieder Herr der Lage.
Dann haben wir noch einen zweiten Nachteil, und zwar können wir nur bis etwa 1,5 Stundenkilometer wirklich genau mit 2,5 Zentimetern, wenn wir RTK-Signale verwenden, fahren. Das heißt, dieser Lenkradmotor, der hat keinen Lenkwinkelsensor in der Vorderachse. Das heißt, er kann nicht ganz langsame Geschwindigkeiten bis 300 Meter pro Stunde oder etwa so lenken. Also das heißt, für den Gemüsebau ist das eher eine schwierige Sache. Aber den großen Vorteil, den wir mit so einem Lenkradmotor haben, ist eigentlich, dass wir den einfacher einbauen können als ein hydraulisches Ventil. Wir brauchen viel weniger Komponenten und es ist auch realisierbar, dieser Motor zu wechseln von einem Traktor in den anderen. Da bin ich bei einem weiteren Vorteil von so einem Lenkradmotor. Wir können, wenn wir ein automatisches Lenksystem kaufen, das eigentlich auf alle Traktoren und auch Erntemaschinen in unserem Betrieb abwälzen. Die eine Möglichkeit ist ja auch, ein neuer Traktor zu kaufen und sich dann zu sagen, ja, wir machen den Schritt, wir machen automatische Spurführung, wir haben den Monitor in der Kabine, ab Werk alles fest verbaut. Das kann eine sehr gute Option sein. Ich empfehle aber gerade Familienbetrieben oder Neueinsteiger in Parallelfahrsystemen, sich mal mit einem Gerät zu befassen, das man umsetzen kann. Man kann dann die Kosten, die entstehen, auf verschiedene Traktoren abwälzen. Wir haben dazu das GFX 750 im Programm. Ich habe hier das Basic Kit, bestehend aus einer Antenne mit Nav-Controller fest eingebaut, einem Kabelsatz, der dazugehört, und einem Display natürlich. Damit haben wir eine manuelle Parallelfahrhilfe. Wir haben im Set eigentlich, wie gesagt, die erste Option, eine manuelle Parallelfahrhilfe. Wenn uns dann das gefällt und nicht mehr genügt, können wir erweitern auf eine automatische Lenkung mit Autopilot Motordrive. Da können wir sehr einfach dann ein Umsetzen zwischen verschiedenen Traktoren realisieren und haben die ganze Investition, die wir eigentlich gemacht haben, auf verschiedene Traktoren im Betrieb verteilt. Als dritter Ausbauschritt gibt es dann ein Korrektursignal, das man sich noch zulegen kann, beispielsweise RTK oder Rangepoint RTX von Trimble. Das ist ein satellitenbasiertes Korrektursignal. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, das können wir alles mit diesem Display empfangen und brauchen keine zusätzlichen Komponenten. Weiter gibt es natürlich auch viele verschiedene Korrektursignale. Da kommt es ganz darauf an, für welche Anwendungen wir das GPS-System brauchen. Wenn wir mit dem EGNOS-Signal fahren, ist das kostenlos. Wir brauchen uns da auch nicht anzumelden und haben da eine Genauigkeit von ca. 20 cm. Das eignet sich eigentlich für Arbeiten wie Spritzen, Dünger streuen oder auch Gülle oder Kompost führen. Weiter gibt es ein Korrektursignal, das heißt bei Trimble Rangepoint RTX. Das ist ein Korrektursignal, das kostet um die 400 Franken jährlich und wir haben dann die Korrektur über Satelliten. Das heißt, wir brauchen noch keine zusätzlichen Geräte, keine SIM-Karte oder kein Modem, um dieses Korrektursignal zu empfangen. Wir brauchen dann einfach einen Code einzulesen am Display, der uns zusätzliche Satelliten freischaltet, die uns dieses Korrektursignal aufs Display übertragen. Damit fahren wir ca. 10 cm genau. Die dritte Möglichkeit ist natürlich mit RTK oder VRS zu fahren. Das heißt eigentlich, wir beziehen ein Korrektursignal von einer Antenne, von einer Bodenstation. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder wir kaufen uns eine eigene Bodenstation und übertragen per Funk diese Korrekturdaten von der eingelesenen Bodenstation zu unserem Traktor. Je weiter weg das der Traktor dann ist, je ungenauer wird eigentlich das Korrektursignal. Viel weiter verbreitet in der Schweiz ist eigentlich ein Korrektursignal
über eine SIM-Karte zu beziehen. Also das heißt, wir brauchen eine SIM-Karte und kaufen dann bei einem Drittanbieter das Korrektursignal ein und übertragen das auf das Display. Da gibt es verschiedene Anbieter in der Schweiz, beispielsweise SkyConnect von Bucher, dann gibt es Agrarnet von der GVS Agrar oder von der Grunderco gibt es was und da gibt es auch noch weitere. Die sind ein bisschen in einem Preiskampf, was eigentlich gut ist für den Landwirten. Es gilt zu schauen, wo man steht und wo man eigentlich von dem jeweiligen Anbieter das beste Signal hat, bevor man sich da entscheidet. VRS RTK funktioniert eigentlich so, dass diese verschiedenen Anbieter, die ich genannt habe, alle ein Netz von Bodenstationen betreiben und so die Korrekturdaten errechnen in einer Zentrale und von dieser Zentrale aus per Mobilfunk die Daten dem jeweiligen Traktor senden. Das ist eigentlich einfacher für den Landwirten, als eine eigene Referenzstation zu errichten. Man hat dann keine Unterhaltskosten und keine weitere Arbeit und braucht sich darum nicht auch noch zu kümmern. Was man dann aber braucht, um RTK zu verwenden, ist eine SIM-Karte. Das geht entweder durch ein Modem, das man dann auch an das Display anschließt und eine Antenne hat, wo man diese Daten beziehen kann. Das bedingt natürlich, dass wir Handyempfang haben. Da geht es weiter, dass wir dann für diese SIM-Karte den passenden Anbieter wählen, ob jetzt das Sunrise oder Salt, Swisscom oder wie die alle heißen ist, sei dahingestellt. Es ist wichtig, dass wir in der Gegend, wo wir uns dann mit dem Traktor bewegen, genügend Netzabdeckung haben. Diese SIM-Karte schieben wir dann in unser Modem, das wir im Traktor aufgebaut haben und können so RTK-Daten von diesem Server vom Anbieter beziehen und das Display errechnet dann den genauen Korrekturwert und wir können so bis 2,5 cm genau fahren. Hier möchte ich euch auch noch was sagen zum Trimble GFX 750 Display. Wenn wir jetzt mit diesem Display RTK-Daten beziehen wollen, haben wir die Möglichkeit, anstatt ein Modem zu kaufen und auch noch im Traktor zu installieren, können wir auch unser eigenes Telefon benutzen. Das heißt, wir beziehen dann RTK-Daten über unser eigenes Telefon in der Hosentasche und senden die per Wi-Fi weiter zu diesem Display. Von diesem Display habe ich schon ein Video gemacht mit manueller Parallelführung. Das könnt ihr unten euch ansehen. Ich finde, das ist eine ganz tolle Sache. Schaut es euch doch mal an. Wenn Sie sich Gedanken machen, so etwas zu kaufen, zögern Sie nicht und sprechen Sie mit Ihrem örtlichen Landmaschinenhändler über die Möglichkeiten, einen neuen Traktor auszurüsten oder auch, wie gesagt, mit so einem System zu fahren. Da gilt es, kühlen Kopf zu bewahren und sich gut zu überlegen, wie man am besten investiert für den jeweiligen Betrieb. Ich danke euch vielmals für eure Aufmerksamkeit. Bitte schaut auch meine anderen Videos. Da geht es um Landtechnik in Russland und um Landtechnik in der Schweiz. Vielen Dank. Ich freue mich auf Klicks nach oben und auf Wiedersehen. Tschüss.